Liebe läutend zieht durch Kerzenhelle, mild wie Wälderduft, die Weihnachts. Und ein schlichtes Glück streut auf die Schnelle schöne Blumen der Vergangenheit. Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise, und das alte Lied von Gott und Christ bebt durch Seelen und verkündet leise, dass die kleinste Welt die größte ist. Joachim Ringelnatz hat uns diesen Text geschenkt. Einen besinnlichen 24. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent habe ich jetzt eine sternige Bastelidee gezeigt, die du fast immer schnell nachbasteln konntest. Und anschließend gab es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Und das ist auch heute so am 24. nur nicht am Abend, sondern schon jetzt am Vormittag. Ich mache mal ein bisschen Platz auf meinem Tisch und dann öffnen wir die 24. Box. Und zwar gehört die in die Reihe meiner 24 Adventskalenderboxen, die du alle nachbasteln konntest. Ich verlinke dir auch heute diese Box, und zwar ist das die Starfold Box. So auf, so, sie auseinander. Und da drin habe ich Dreiecke. Und wir können uns schon denken, was das heute wird. Bevor ich die Sterne des Tages zeige und auch noch eine Weihnachtsgeschichte vielleicht erzähle oder lese, basteln wir zusammen, passend zu der Starfold Box, die Starfold Card. Sieht am Ende so aus. Meine wird nachher ein bisschen kleiner, aber ich zeige dir auch mal hier eine Idee. 2012 hatten wir das beim Weihnachtskalender, also als Adventskalender. Genau, und zwar macht man das so auf. Und hier drin war dann jeden Tag für einen von der Familie. Also erstmal gab es einen Text, den wollen wir mal vorlesen. Es gibt amüsantere Dinge, als Leute zu verhauen. Das ist übrigens von Muhammad Ali. Sehr schön. Super. Und darauf war dann noch für einen der Familie ein nettes, ja, eine nette Beschenkung. Ich komme gerade wieder nicht aufs Wort. Macht nichts. Wir wollen jetzt also die Starfold Card basteln in einer Größe, dass sie in einen Briefumschlag passt. Und dafür nehmen wir uns ein A4-Blatt. Und heute zur Feier des Tages kommt endlich mal der Zirkel zum Einsatz, dachte ich mir. Ja, die Sache ist nicht schwierig. Ich zeige dir mal, wie ich sowas vorbereite. Ich habe mir hier zu dieser Karte ein Dreieck gebastelt, also konstruiert eigentlich. Ich habe das A4-Blatt genommen und habe eben ein gleichseitiges Dreieck konstruiert. Das heißt, wenn die Innenwinkel zusammen also jeweils 60 Grad, dann sind es 180 Grad und dann funktioniert das Dreieck. Also da 60 und da 60, 3 mal 8, 3 mal 6 ist 18, 180 Grad gemeinsam. Ja, und daraus hat sich dann die ganze Form ergeben. Ich zeige das mal. Und dann gibt es diese Klappen. Auch das kann man alles errechnen. Und das machen wir jetzt mal zusammen mit einem Blatt, was die Maße 20 x 20 cm hat. Und dann bekommen wir unsere fertige Karte ganz sicher in einen der normalgrößigen Umschläge. Das zeige ich dir auch mit meiner Schablone hier. Ich falte das dann so aufeinander. Hier genauso. Und dann können wir den hier reinschieben. Wie gesagt, mit dem großen können wir die Ecken knicken. Will ja keiner. Gut, also das Blatt ist 20 x 20. Und ich würde es immer empfehlen, mach dir eine Schablone, damit du nicht so viel radieren musst. So wie ich das hier mache. 20 x 20 cm, dann mit dem Lineal anlegen, die Mitte bei 10 cm. Kannst du übrigens auf jeder Seite machen und dann kannst du die Punkte verbinden. Kannst du noch nicht, Moment. Also 10 cm hier unten, Mitte, dann den rechten Winkel anlegen und eine Linie nach oben ziehen. Verlängern auf deinem 20 x 20 Blatt bis hoch. Und dann hast du ja die Seitenlänge hier unten 20 cm und wenn du es gleichzeitig haben möchtest, bedeutet das, du möchtest die anderen Längen auch 20 cm. Du hast hier also deine Linie
legst das Lineal an und schiebst so lange, drehst es praktisch so lange auf die Linie, bis du bei 20 cm oben die Linie triffst. Wichtig ist, dass die Ecke unten genau bleibt. So, und da oben machst du dir einen Punkt hin. Und von dem Punkt kannst du nach unten in die andere Richtung und da müssen es eben auch 20 cm sein. Und dann hast du dein gleichseitiges Dreieck mit den Seitenkanten 20 cm und die Winkel, wie gesagt, sind immer 60 Grad. Hier kannst du nochmal messen. Ich würde das so rum anlegen. Wenn du ein Winkelmesser hast, geht das natürlich viel schneller. 60 Grad machst du es genauso. Und das Ganze könntest du auch mit dem Zirkel machen. Du stichst in die Seite ein, nimmst in den Zirkel die Schenkel auf 20 cm und legst da oben 2 Halbkreise, einmal von dem Punkt und einmal von dem Punkt. Und dann hast du den Punkt auch ermittelt. So, hast du das also? Und so hast du deine Schablone. Jetzt nehmen wir schon mal unser Papier, einen Bleistift. Ich habe mir den Punkt da oben mit meiner Schablone jetzt angezeichnet, weil auch das ist eine ganz einfache Sache. Ich könnte mir das jetzt natürlich auch auflegen und einfach daran ausschneiden, aber ich habe den Punkt angezeichnet und ziehe jetzt vom Punkt nach unten jeweils auf die Ecken. Und das Dreieck schneide ich mir aus. Ich könnte natürlich auch meinen Papierschneider nehmen, aber jetzt ist hier heute mal echte Handarbeit mit Schere, Lineal. Nummer 1. Teile brauchen wir noch. Und Nummer 2. Ich wechsle jetzt gleich nochmal auf die Schablone, also nicht wundern. Die legen wir beiseite, brauchen wir nochmal. Bei der Schablone ist jetzt der Schritt, wo ich alle Seiten jetzt mit der Mittelmarkierung versehen habe, also 20 cm, in der Mitte bei 10 cm ein Punkt, hier drüben auch und da auch. Und die habe ich miteinander verbunden und habe dadurch hier unten dieses innere Dreieck und falte jetzt meine Linien nach oben. So, und wenn ich das jetzt mit meiner Schablone, kann ich das jetzt natürlich ganz einfach machen, indem ich mir meine Klammer suche, die ich natürlich gerade wieder versteckt habe. Die stecke ich einfach mal hier unten ran. Lege das auf, nimm mein Lineal und das Falzbein und ziehe jetzt in jede Richtung, wenn es genau auf der Schablone liegt, meine Falzlinie. Ich zeige dir das mit der Konstruktion deshalb, weil wenn du das in einer anderen Größe anfertigen möchtest, kannst du das eben genauso konstruieren. Jetzt werden die Dreiecke gefaltet. Dann haben wir praktisch diese Linien auch schon. Jetzt gehen wir nochmal auf die Konstruktion. Um den Mittelpunkt rauszubekommen und damit rauszubekommen, an welcher Stelle müssen wir hier falten, nehmen wir wieder Mitten. Und zwar, diese Linien sind ja 10 cm. Mathematik, die Hälfte ist 5, da setzen wir uns einen Punkt in jede Richtung. Also da und dort, überall. Und jetzt verbinden wir jede Spitze mit der gegenüberliegenden Markierung bei 5 cm. Ist auch nicht gedacht, dass der Heiligabend hier nochmal solche Sachen rechnen darf. Aber das Schöne ist, wir haben am Ende dann eine Sternkarte. So, und dann haben wir hier den Punkt. Du würdest die Markierung natürlich hier bei anderen, wenn das Dreieck andere Seitenmaße hat, immer die Mitte. Okay, den Punkt haben wir und jetzt messen wir einfach die Höhe. Und falls da nicht was nicht ganz gerade ist, müssen wir in jeder Richtung messen. Ich habe hier diese Linie jedes Mal bei 3 cm bzw. 2,9. Das verschiebt sich so ein kleines bisschen und habe mir gesagt, okay, wir falten jetzt mit Farbkarton und nicht mit Druckerpapier, wird also ein bisschen dicker. Ich gehe auf etwa 2,9 cm. Notfalls ausprobieren für diese Linie hier drüben. Diese. Ja? Und dort mache ich jetzt wieder. Ich nehme meinen Farbkarton, lege ihn drunter und ziehe mir jetzt der Reihe nach bei 2,9 cm eine Falzlinie. Hier ist mein Falzbein.
Sollte mir der Mittelpunkt dann eine zu große Lücke sein, dann müsste ich da noch ein Stück weiter nach außen gehen. Das ergibt sich gleich. Wir schauen. Diese Linie muss nach außen gefalzt werden. Hier liegt sie. Und in diese Richtung auch. Und die letzte Klappe auch. Und jetzt falten wir mal konstruiert zusammen und biegen das praktisch so und haben unseren fertigen Stern. So soll er auch aussehen. Ja, so einfach. Schablone für 1000 andere. In jeder Größe, wie du magst. Und jetzt hätten wir hier schon mal vorbereitet für innen drin die Dreiecke. Wie sind wir auf die Dreiecke gekommen? Ich schiebe jetzt immer. Ich nehme mein Papier und lege es praktisch an und schiebe es drüber. Also jetzt suchen wir uns hier mal ein Stück Papier. Wenn wir das jetzt in der Farbe haben wollten, dann legen wir es einfach so auf, dass wir es etwas kleiner zeichnen. So ist hier minimal drüber und könnte die Kante hier lang schneiden und dann hier drüben genauso. Oder du misst es. Du nimmst das Lineal. Diese Spitze, wir brauchen ja jetzt hier diese kleine Spitze zum Beispiel, die ist 6,7 cm. Wir gehen, je nachdem wie viel Mattung wir wollen, auf 6 cm. Okay, das machen wir. Wir zeichnen uns hier unten 6 cm an. Hier haben wir schon mal einen Punkt und die Ecke. Und dann kommt jetzt mal der Zirkel zum Einsatz, wo wir schon einen haben. Und ja, so einer muss ich mal das Rädchen drehen, also drehe ich hier mal locker mein Rädchen. Eher auf 6 cm. Ja, hier am Lineal wunderbar messen. Ein kleines Stück müssen wir noch drehen. So, jetzt haben wir 6 cm. Dann gehe ich hier an die Ecke und schlage da oben einen Halbkreis. Klitzeklein. Das Ganze mache ich hier drüben genauso und schlage, habe ich meine 6 cm noch. Mein Zirkel zappelt manchmal ein bisschen, muss mal eine Schraube nachziehen. Da den anderen Halbkreis. Jetzt habe ich hier oben einen Punkt. Und dann verbinde ich diesen Punkt unten und den Punkt oben miteinander und habe wieder ein gleichseitiges Dreieck. Auf jeder Seite die Maße von, du ahnst es, 6 cm. So, und das legen wir dann hier auf diese Dreiecksflächen. Hier, da passt das genau drauf. Und damit ich nicht jedes Mal konstruieren muss, ist das jetzt meine Schablone für das nächste und das nächste. Anlegen, ausschneiden. Das immer der Reihe nach schneide, kann ich die Kanten ja schon nutzen, die da sind. Und eins brauchen wir noch. Noch hier eine Schräge. Genau, das legen wir beiseite. Und dann kleben wir das hier einmal schön auf. Und fertig ist. Würde mich ja mal interessieren, wer von euch am Heiligabend morgens um 10 so gechillt ist, dass er Zeit hat, sowas zu basteln. Das interessiert mich jetzt wirklich. Ja. Also ich sowieso. Also ich bin ja total gechillt hier. So, jetzt kann man gucken, falten wir das ineinander und legen jetzt fest, es wird so eine Paketfaltung, ne, wo wir unsere Spitze oben haben, das ist da oben, guckt dann raus. Also kommt immer oben auf die rechte Seite. Neben fällt jetzt nochmal das. Ja, das musst du nicht auftragen, aber ich finde das ganz witzig, weil dann sieht der Stern vorne komplett mit all den Linien aus. Du könntest auch trapezförmige Teile schneiden.
geht genauso. Und die hier komplett hinterkleben. Aber ich fand das jetzt so passender und natürlich heute mal ein bisschen Sparfuchs. Brauche ich auch nur kleine Schnipsel von meinem Papier. Und das geht ja langsam zur Neige. Und da natürlich auch noch bis zum Schluss schön sparen. So, das ist die Grundkonstruktion. Jetzt kommt hier innen rein das Dreieck, was ich schon vorbereitet hatte. Und darauf das Weiße, wo ich dann meinen Gruß drauf stempeln kann. Ja, und so haben wir auch diese dreieckigen Formen total überlistet. Ist nämlich alles gar nicht dramatisch. So, schön beiseite legen. Ja, jetzt gucken wir uns das nochmal in der Karte an. Gestaltung geht ja immer alles. Eigentlich wollte ich heute nochmal das tolle Schwein mit dem Kaffeebecher nehmen. Aber ich habe mir gedacht, wir schenken uns das mal zeitlich. Weil wir haben ja noch die Sterne des Tages, die letzten. Okay, und dann wird alles wieder schön zusammengefaltet. So, und das wird hier unsere kleinere Karte, die wir auch in einen Briefumschlag bekommen. Genau, die werde ich später noch ausgestalten. Ja, und jetzt haben wir passend zur Starfold Box die Starfold Karte. Ja, das war meine Idee am 24. Dezember. Wir haben jetzt ein bisschen Platz. Moment, morgens trinke ich immer Kaffee. Und dann schauen wir mal, was wir als letztes am letzten Tag unseres Sternenpost-Adventskalenders bestellen. Da haben wir hier, schaut mal, 4 Umschläge und vorher der Afrika-Adventskalender von Cordula heute zum letzten Mal und die Tüte, Tatsache, komplett leer. Und darin ist diese wunderschöne Kerze. Ich doch mal gucken, was dazu steht hier unten. Die afrikanische Kerze aus der Manufaktur Kapula. Ein Unikat und wird von Hand bemalt und aufwendig verziert. Hier könnt ihr das. Ich liebe ja Kerzen. Ich habe ja selber eine Kerzenwerkstatt. Wir haben ja auch die Woche in diesem Kalender schon Kerzen zusammengebaut. Auch diese Woche schon. Ja, wunderschön. Ich danke dir, Cordula, für dieses tolle Geschenk und diesen tollen Kalender. Wie immer stelle ich den Spruch dann später nochmal auf meinen Blog und ich lese mal vor, was heute steht. Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten. Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, fantastisch zu nennen. Aber wer bist du, dich nicht so zu nennen? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient nicht der Welt. Es ist nichts Erleuchtendes daran, sich so klein zu machen, damit andere um dich herum sich nicht unsicher fühlen. Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es die Kinder tun. Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Dieser Glanz ist nicht nur in einigen von uns, er ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer Angst befreit haben, wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien. Ja, und wer hat's gesagt? Ein Friedensnobelpreisträger, Nelson Mandela. Ja, das ist eine schöne Weihnachtsbotschaft. Gefällt mir echt gut. So, jetzt kommen die Sterne des Tages. Und zwar, da haben wir von Irmtraut aus Neumünster, von Anja aus Jade am Jadebusen. Moment, das ist der Brief von Anja. Gab es diese tolle Karte dazu. Guck mal, die ist hier gestickt. Sieht cool aus. Und von Merle. Merle kommt aus Norddorf in Schleswig-Holstein. Und von Petra.
Petra hat auch den zweiten Beitrag dabei. Also heute sind lauter zweite Beiträge. Jeder hat da nochmal gesagt, okay, ich unterstütze dich, dann kriegen wir die Runden einmal komplett voll. Und zu Petra erzähle ich euch heute noch was. Und zwar, Petra ist ja immer meine heimliche Upcycling Queen. Und ich hatte noch dieses hier in der Lieferung. Schaut mal drin. Und da ja so das Ende des Jahres mit Weihnachten und dann Silvester und einem neuen Jahr, finde ich dieses Segelboot ja absolut passend. Bin ja auch so ein Wasserfan. Fan der Meere, genau. Ja, eine Unruhe, die werde ich bei mir hinhängen und dann gechillt ins neue Jahr segeln. Dankeschön. Überhaupt waren ganz viele Dinge in den Umschlägen drin. Sollte ich da was verpasst, vergessen haben und nicht erwähnt haben, dann tut mir das leid, dann ist mir das einfach weggerutscht. Es sind sogar Sachen passiert, wo ich noch dachte, das muss ich unbedingt zeigen und dann bin ich mitten im Video und dann habe ich es komplett vergessen. Das tut mir sehr leid. Es waren ganz tolle, kreative Ideen, auch ringsrum in den Briefen. Eine der anderen Petras zum Beispiel hatte in jedes noch einen schönen Spruch reingetan. Fand ich auch so eine tolle Idee und wollte ich unbedingt erzählen. Das war die Petra aus Langensalza, aus Bad Langensalza. Habe ich versäumt. Ja, okay, aber jetzt die Sterne des Tages. Irmtraut aus Neumünster in meinem Demo-Team hat uns noch einmal solche tollen Sterne gebastelt für den Kalender. Hier diese mit dem Quilling, gedrehten Papier, die Streifen zu einem Motiv zusammengebaut und das hier ist ein Stern gequillt. Eine schöne Weihnachtszeit mit Kerzenlicht und Heiterkeit und nochmal ein Stern drauf mit dem Mann. Das gibt's von Irmtraut am 24. Dezember. Und Anja hat auch nochmal in die Bastelkiste an den Schreibtisch sich gesetzt und hat uns diesen Stern bastelt. Den hatten wir in ähnlicher Form schon mal, aber doch wieder anders. Und ich habe die Anleitung auch schon gezeigt. Und dann ist er auch noch, seht ihr, hier mit Magnet. Natürlich Deluxe, würde ich sagen. Tollen Rosettenstern. Den haben wir dieses Mal schon mal an einem der Tage als Anleitung gehabt und auch schon mal im. Ne? Wunderschön geworden. Vielen Dank. Stern und Merle ist auch neu dabei. Merle hat uns noch mal was genäht, auch einen Stern und das Korkstoff, würde ich sagen, so korkartig, Spitze drauf, eingenähter Stern. Sehr schöne Idee. Und ein Spruch dran gehängt: Greife nach den Sternen, lebe jeden Moment, tanze, singe, lebe, als gäbe es kein Morgen. Ja, das ist der Beitrag von Merle. Ganz herzlichen Dank. Und nun schauen wir, was Petra uns noch mal eingepackt hat. Vorsichtig. Gucken, was man nicht zerstört. Und das passt so wunderbar zum 24. zum Heiligabend. Es gibt eine kleine Familie, Maria, Josef, das Jesuskind, der Stern oben drüber angedeutet und das Ganze in dieser Papierdraht. Eine tolle Idee, auch nochmal von Petra. Ja, das waren die Sterne des Tages. Der Tisch ist voll. Und dann habe ich mir gedacht, so zum Abschluss, auch in diesem Jahr, letztes Jahr gab es ja die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, habe ich mir gedacht, dieses Jahr gibt es auch eine Geschichte. Und zwar ist es eine, die habe ich mehrfach im Kalender schon mal ausgepackt und immer nur erwähnt. Und heute habe ich noch mal geschaut, von wem ist die Geschichte, weil das immer ganz wichtig ist, das dazu zu nennen. Und deswegen lese ich euch heute die Weihnachtsfabel der Tiere vor. Die kommt aus einem Kinderbuch von Johannes Hildebrand. Sehr schön illustriert, also gefällt mir auch total. Aber ich lese euch jetzt einfach den Text vor. Ja, wie kommt die zustande? Das liegt daran, dass die Bauern mit den Tieren eigentlich Weihnachten feierten oder Weihnachten feiern, weil die ja irgendwie mit dazugehören. Die müssen ja auch am Heiligabend versorgt werden. Und da gibt es jetzt einfach eine Diskussion der Tiere über Weihnachten. Und die lese ich mal vor. Die Tiere diskutierten einmal über Weihnachten. Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. Na klar, Gänsebraten, sagte der Fuchs. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten? Schnee, sagte der Eisbär, viel Schnee. Und er schwärmte verzückt.
weiße Weihnachten. Das Reh sagte: »Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern.« »Aber nicht so viele Kerzen«, heulte die Eule. »Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache.« »Aber mein Kleid muss man sehen«, sagte der Pfau. »Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist für mich nicht Weihnachten.« »Und Schmuck«, krächzte die Elster. »Jedes Weihnachtsfest kriege ich was. Einen Ring, ein Armband, eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an Weihnachten.« »Na aber bitte, den Stollen nicht vergessen«, brummte der Bär. »Das ist doch die Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, dann verzichte ich auf Weihnachten.« »Mach's wie ich«, sagte der Dachs. »Pennen, pennen, das ist das wahre Weihnachten. Weihnachten heißt für mich mal richtig pennen.« »Und saufen«, ergänzte der Ochse. »Mal richtig ein Saufen und dann pennen.« Aber dann schrie er: »Aua!«, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt. »Du Ochse, denkst du denn nicht an das Kind?« Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte: »Das Kind. Ja, das Kind. Das Kind ist doch die Hauptsache.« Übrigens, fragte er dann den Esel, wissen das die Menschen eigentlich? Ich wünsche euch ein friedvolles, besinnliches und glückliches Weihnachtsfest und kommt gut in ein neues, frohes Jahr 2022 mit 365 Möglichkeiten, jeden Tag den schönsten Tag deines Lebens werden zu lassen. Ja, freue mich auf euch wiederzusehen. Bis dahin, eure Angela von der Stempelfamilie.